Feuchte Wände und Schimmel in spanischen Häusern kann ein Problem sein. Vor allem, wenn man Erdgeschosswohnungen kauft. Deshalb möchte ich dir an einem konkreten Beispiel in einer Wohnung hier in Barcelona das Problem erklären und dir außerdem auch Lösungsansätze präsentieren. Also die Feuchte entsteht natürlich beim klaren Fall eines Wasserschadens. Da denke ich, ist für jeden ersichtlich, woher die Feuchte kommt. Sei es im eigenen Haus oder vom Nachbar verursacht. Aber in Spanien oft auch durch Kondenswasser verursachte Feuchtigkeit. Grund dafür ist die mangelnde oder fehlende Lüftung, gerade bei vermieteten Wohnungen oft problematisch. Aber viel problematischer ist die sogenannte Kapillarität. Da die meisten Häuser ohne horizontale Abdichtung und ohne Keller direkt auf dem Grund gebaut werden, kommt es in vielen Fällen zu dieser aufsteigenden Feuchtigkeit, diese Kapillaritätsfeuchtigkeit. Das ist ein Riesenproblem, vor allem bei Erdgeschosswohnungen, weshalb ich in der Regel eigentlich immer davon abrate, eine Erdgeschosswohnung zu kaufen. Das ist der Hauptgrund dafür, nämlich diese Feuchtigkeitsprobleme, die die meisten Erdgeschosswohnungen haben. Außer natürlich, du hast ein Schnäppchen gemacht und bist bereit, noch Geld zu investieren, um das zu lösen, das Problem. Oder es ist jetzt wie hier bei mir eben eine Wohnung, die Teil von einem Mehrfamilienhaus ist und dann kaufst du das natürlich automatisch mit. Ja, auf jeden Fall ist es eine sehr problematische Wohnung hier jetzt konkret. Und ich möchte dir jetzt mal zeigen, welche Lösungsansätze es gibt und welche ich jetzt hier konkret ausprobiert habe oder ausprobieren werde. Ich bin gerade noch mittendrin. Wie du siehst, im Hintergrund ist ein Teil der betroffenen Wand, ein Großteil, da ist der Putz abgeschlagen worden, sodass letztendlich nur noch die reine Wand eben hervorkommt, ja? Die Backsteine. Und da ist jetzt, wie gesagt, alles abgeschlagen worden, der Putz. Also man sieht hier teilweise schon so die Rillen von den Backsteinen. Ja? Und jetzt ging es einfach darum, diesen feuchten Gips, der da drauf war, diesen überhaupt mal zu entfernen, weil der war so vollgesogen mit Wasser und Feuchtigkeit, dass man das gar nicht mehr getrocknet bekommen hat. Sodass klar war, hier geht es eigentlich gar nicht anders, als das komplett zu entfernen und eben was anderes zu machen. Und wie sieht das andere aus? Wie gesagt, jetzt ist erstmal alles abgeschlagen worden. Ich zeige dir gleich ein Video, wo man es genau sieht, was ich dir jetzt erkläre. Nämlich dann ist unten in der untersten, also wie gesagt, das Problem ist ja die Feuchtigkeit, die vom Boden nach oben steigt, diese kapillare Feuchtigkeit. Und deswegen ist unten bei der ersten Spalte zwischen einem Stein auf dem anderen ist eine Rille geschaffen worden und da wurden jetzt Löcher, alle 10 cm mit 10 cm Abstand Löcher gebohrt und in diese Löcher wurde ein Material gespritzt, Kunstharz ist das, das eben zur Folge hat, dass es sich innen drin ausdehnt und dann so eine Barriere, so eine Art Schranke bildet, sodass diese kapillare Feuchtigkeit von unten eben nicht mehr nach oben steigen kann. Das ist die Idee, der Ansatz des Ganzen. Ja? Ich zeige dir gleich im nächsten Ausschnitt, wie das konkret aussieht, was da genau gemacht worden ist. Aber von der Funktionsweise her soll das eben bewirken, dass diese Feuchtigkeit nicht mehr von unten nach oben steigen kann. Dann muss das Ganze trocknen und der nächste Schritt wäre dann eben, dass man entweder einen speziellen Mörtel aufträgt, dort dann eben später dann auch eine spezielle Farbe, also mit kalkhaltige Farbe insbesondere, das dann auch streicht und dann so die Wände eben nicht mehr anfällig werden lässt für Feuchtigkeit. Oder eben die zweite Möglichkeit, das ist das, was ich jetzt hier plane, ist eben diese Wände dann zu bedecken mit einer Gipsplatte. Ja. Das ist natürlich nicht unbedingt eine kostengünstigere, aber zumindest eine schnellere Lösung, um eben die jetzt hässliche Wand abdecken zu können mit so einer Gipsplatte, damit das Ganze einfach wieder schön aussieht und vor allem halt auch für die Gesundheit nicht mehr schädlich ist, weil diese potenzielle Feuchtigkeitsquelle eben ausgeschalten ist. Das ist die Idee dahinter. Ich werde sehen, ob es tatsächlich so funktioniert. Es macht auf jeden Fall Sinn von der Erklärung her, die mir die Firmen gegeben haben.
Und dann warten wir einfach ab, wie es sich letztendlich mit der Zeit entwickelt. Ich werde dann auch nochmal ein Video dazu machen und dir dann zeigen, wie es aussieht mit den schön verkleideten Wänden, dann mit diesen Gipsplatten eben. Genau, jetzt im Video gleich mal noch zeige ich dir, wie es genau in der Praxis gemacht worden ist.